Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm und wir sind hier in meinem Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch heute, wie ihr zylinderförmige Gegenstände, so wie diese Blechdose, so zeichnen könnt, dass sie aussehen wie echt. Wir zeichnen heute mit Kohle, weil Kohle ein ganz tolles Medium ist, wenn man schnelle Zeichnungen machen möchte, weil man mit Kohle sehr schnell schattieren kann. Wenn ihr einen Zylinder zeichnen wollt, so wie diese Dose, sind zwei Sachen wichtig. Ihr müsst die Dose richtig in der Perspektive zeichnen, also wie sie im Raum steht, und ihr müsst die Dose richtig schattieren. Und die zwei Sachen möchte ich jetzt mit euch üben, bevor wir das Stillleben zeichnen. Kohle kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal Feuer gemacht habt. Wenn Kohle im Feuer liegen bleibt, dann kann man da gut damit zeichnen. Und es ist sehr einfach. Es gibt Zeichenkohle so in verschiedenen Stärken. Kann man sehr dünn zeichnen. Und wenn man die Kohle breitseitig nimmt, kann man sehr schnell große Flächen füllen. Das Gute bei Kohle ist, man kann die hinterher verwischen, dann kriegt man Grautöne und dann kann man nochmal drüber zeichnen und kann so eben auch sehr gut hell-dunkel schattieren. Wenn wir jetzt so einen Zylinder zeichnen wollen, so wie hier in meinem Buch mit Kohle, muss man sich zuerst verdeutlichen, wie ein Zylinder eben im Raum steht. Und zwar seht ihr den Zylinder jetzt von oben und ihr seht, der ist da oben einfach ein Kreis. Und wenn ihr jetzt beobachtet, wenn ich die Dose kippe, nach hinten kippe, dann merkt ihr bestimmt, dass der Abstand hier immer mehr zum Oval wird, so lang, bis ich den nur noch als Strich sehe. Das Gleiche gilt natürlich für alle diese Linien, die auf der Dose sichtbar sind. Wenn ihr die verfolgt, ja, da von oben sieht man sie gar nicht, dann kommen sie ganz wenig ins Bild, kommen mehr ins Bild. Und es ist immer ein Halbkreis, der nach unten gebogen ist. Ganz wichtig auch da unten ist es ein Halbkreis, der gebogen ist. Also ein Zylinder ist nichts anderes als links und rechts zwei Linien. Und je nachdem, wie weit man den von oben oder von unten sieht, sieht man oben ein Oval. Und dieses Oval setzt sich weiter fort in allen Linien, die man auf dieser Dose sieht. Und eben auch hier unten, ganz wichtig, ist das ein Halbkreis. Nur so der typische Anfängerfehler ist, die machen das richtig, dass das oben ein Oval ist, dass es links und rechts gerade ist, das ist gar nicht schwer. Aber weil sie unten das nicht mehr ganz sehen, machen die meisten einen Strich. Und ihr seht schon schaut das Ganze nicht mehr dreidimensional aus. Also das ist eigentlich so das Geheimnis bei der Zeichnung eines Zylinders. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man den Zylinder richtig schattieren muss. Und dazu habe ich euch, ich lege das Buch jetzt mal weg, dass wir mehr Platz haben, dazu habe ich euch jetzt so ein weißes Papier zusammengeklebt, weil man es da, glaube ich, ganz gut sehen kann, wie Licht und Schatten sich auf diesem Zylinder verteilen, wenn es von einer Seite beleuchtet ist. Und das ist natürlich immer die optimale Möglichkeit, ein Stillleben aufzubauen, dass ihr das von einer Seite gut beleuchtet habt.
Gut, ihr erkennt natürlich, dass das Licht von links kommt, ne, dass es hier ganz hell ist. Und ich glaube, man sieht jetzt auch besonders gut, dass es dann langsam dunkler wird und dass es ungefähr hier am dunkelsten ist und dass auf diese Seite hin, wo dann das Licht schon wieder reflektiert, dass es hier wieder ein kleines bisschen heller wird. Und wenn ich das Ganze jetzt hochhebe und tue so, als würde das jetzt von der Wand wegstehen, dann seht ihr bestimmt auch, dass hintenrum, also da entlang, wenn dann das Licht da hinten vorbeifließt, dass dann ein sehr starker Hell-Dunkel-Kontrast entsteht. Und wenn ihr das richtig macht, dann schaut das Ganze dreidimensional aus. So, ich zeichne jetzt den Zylinder, den seht ihr jetzt dann im Bild eingeblendet als Schwarz-Weiß-Foto, weil wir ja beim Zeichnen immer nur Schwarz-Weiß zur Verfügung haben und eben Grautöne. Und diese Ellipse oben, die ihr seht, da ist vielleicht gut, wenn ihr euch am Anfang in der Mitte diesen Strich macht und nach oben und nach unten so ungefähr den gleichen Abstand messt. Weil Anfänger ganz häufig auch den Fehler machen, dass diese obere Ellipse zu groß wird und dann sieht es falsch aus. Also möglichst gleich ungefähr. Und auch ganz wichtig, links und rechts dürfen keine Ecken entstehen. Ne? Sonst hat man das Gefühl, das Ganze ist nicht rund. Und unten natürlich, ne, muss diese gleiche Biegung sein. Also wenn ihr euch da auch unten so einen Strich andeutet und messt es ungefähr, wie breit es ist, das muss unten ungefähr genauso sein. Und dann hat man eigentlich die Form schon richtig gezeichnet. Gut, dann kann man das wieder ein bisschen wegwischen. Ihr könnt das auch mit einem Radiergummi wegmachen. Für Kohle gibt es extra Knetgummis. Die sind recht praktisch, weil da bleibt die Kohle drin. Wenn ihr keinen Knetgummi habt, könnt ihr auch einen normalen Radierer probieren. Das funktioniert nicht ganz so gut, aber zur Not, seht ihr schon, kann man auch mit einem normalen Radierer radieren. Ja, und jetzt füllen wir das sehr schnell aus mit Kohle. Ich nehme jetzt die breite Kohle. Und ich versuche jetzt in diesem Bereich am dunkelsten zu bleiben. Und nach links, wo das Licht herkommt, wird es immer heller. Und da reicht es eigentlich, wenn ihr Kohle benutzt, dass ihr die Kohle aus dem Schatten ein bisschen rüberwischt. Und natürlich auch diese Kontur, die ist viel zu stark, ne, weil nirgends auf dem Zylinder, ich hole den nochmal ganz kurz, nirgends auf dem Zylinder ist hier oder hier so ein dicker schwarzer Strich. So. Und innen drin ist natürlich das Ganze genau umgekehrt, ne, weil wenn das Licht von der Seite kommt, dann trifft es hier auf der Seite auf, da ist es dann hell und da ist es dann ungefähr so dunkel wie hier. Und dann verläuft es in die andere Richtung ganz sanft. Und das Tolle bei der Kohle ist, dass man diese Übergänge, dadurch, dass man es verwischen kann, tatsächlich sehr, sehr sanft herstellen kann. Und das sieht halt einfach gut aus. Und auch da hinten keinen dicken, fetten Strich entstehen lassen,
sondern immer versuchen, das Ganze durch Schattieren hier zu beenden. Gut, dann, was dann immer das Ganze noch besonders dreidimensional macht, ist natürlich auch der Schatten ganz wichtig, den der Gegenstand auf das Papier wirft. Das ist der Wurfschatten natürlich. Und da ist auch wichtig zu bedenken, der Schatten kann, wenn von hier das Licht kommt, kann der Schatten nicht sehr viel höher sein als das andere Ende von meinem Oval unten. Also der muss irgendwo da hinten vorkommen. Und er ist neben dem Gegenstand, ist er noch relativ dunkel. Unter dem Gegenstand, wo gar kein Licht hinkommt, wo er steht, ist er am dunkelsten und nach außen verläuft er dann. Und ihr seht schon, das sieht jetzt ganz schön plastisch aus. Das könnt ihr dann alles nochmal korrigieren. Könnt ihr immer wieder drüber malen, drüber wischen. Bis ihr halt zufrieden seid. Und am Ende ist es auch noch wichtig, dass ihr die Kohle fixiert. Weil natürlich genau das passiert, wenn man die nicht fixiert, dass man, wenn man drüber kommt, das ganze Bild verschmiert. Und dazu besorgt ihr euch am besten ganz normales Haarspray aus dem Supermarkt. Ihr haltet die Dose dann ungefähr so 20 cm vom Bild weg und sprüht das gleichmäßig ein. Dann lasst ihr das Ganze ungefähr 5 Minuten liegen, dass es trocknet, und vor allem hebt es nicht hoch, weil es kann passieren, wenn ihr zu viel Spray drauf gemacht habt, dass das zu feucht geworden ist, und wenn ihr das dann hochhebt, dann läuft die Kohle runter. Also liegen lassen, bis es ganz trocken ist. Wenn ihr am Anfang vielleicht noch nicht so genau wisst, wie ihr die Gegenstände im Bild anordnen sollt, gibt es 2 Möglichkeiten, wie ihr das vorher mal ein bisschen ausprobieren könnt. Das eine sind sogenannte Daumenskizzen, die habe ich in meinem Buch abgebildet. Das sind so ganz kleine Bildchen, wo man ganz schnell so Anordnungen ausprobieren kann. Nur das dauert nicht lang und dann kann man sich entscheiden, was einem am besten gefällt. Die andere Möglichkeit ist, sich Schablonen für die Gegenstände auszuschneiden. Ich habe das mal gemacht, und zwar das ist für den Krug mit dem Henkel, weil das auch ein Gestaltungselement ist. Die Flasche, die Dose und der Apfel. Und dass ihr dann mal probiert, wie ihr dieses Stillleben anordnet, dass das interessant ausschaut. Und meistens ist es so, dass man versucht, die Gegenstände so anzuordnen, dass die deutlich voreinander und hintereinander stehen. Also zum Beispiel jetzt so und der Apfel davor. Und ihr merkt vielleicht, wenn der Apfel zu weit unten kommt, wenn der Abstand und der Abstand nicht ungefähr gleich sind, dann hat man das Gefühl, das ganze Motiv fällt unten aus dem Bild. Und dann kann man korrigieren, das ein bisschen weiter nach oben rutschen und schauen, dass der Abstand hier und hier ungefähr gleich ist. Und das Gleiche gilt natürlich nach links und rechts. Und dann entsteht so ein Rahmen, in dem Fall ist es ein Rechteck. Und dann weiß ich, okay, in diesem Rahmen soll mein Stillleben jetzt dann sein. Ich deute mir jetzt als allererstes an, wo ungefähr die Hauptgegenstände im Bild liegen sollen, und strichel mir jetzt ganz leicht diese untere Linie
den Abstand oben ganz leicht, diese obere Linie. Und ungefähr hier. Also in diesem Bereich soll mein Stillleben sich jetzt dann befinden. Dann fange ich mit dem untersten Gegenstand an und ich deute mir das immer am Anfang erst ganz, ganz leicht mit Konturen an. Hier soll der Apfel sein. Dann soll der Krug, der ist so ein kleines bisschen weiter drin. Der soll ungefähr hier sein. Und da ungefähr im unteren Drittel vom Apfel hört mein Krug auf. Ich habe oben die Ellipse. Ich habe den Henkel. Und dann mache ich weiter mit der Flasche. Die sehe ich fängt ein Stück weiter oben an vom Krug. Die sehe ich aber nicht ganz. Ich deute es mir trotzdem mal so an, soweit ich die sehe. Und die geht jetzt ungefähr bis da oben her. Und weil diese Flasche, weil da so viele verschiedene Breiten drin sind, markiere ich mir in der Mitte zuerst eine Hilfslinie und messe dann jeweils nach links und rechts ungefähr den gleichen Abstand, damit ich weiß, aha, die Kuppel ist ungefähr so breit. Dann kommt dieser breitere Rand. Und das ist immer die gleiche Ellipse wie unten. Dann kommt wieder der schmälere Rand. Dann geht die Flasche so ein bisschen birnenförmig so nach außen. Und da geht sie ganz nach außen zum Boden hin. Ich sehe ganz leicht da drinnen den hinteren Rand von der Flasche. Der müsste ungefähr hier sein. Das ist das mit dem Oval, das wir vorhin so ein bisschen probiert haben. Das gleiche haben wir da oben. Wir haben da überall diese Spiegelungen drin und das sind alles so ganz leichte Ellipsen. Und dann habe ich noch die kleine Dose, die geht ungefähr so bis da hoch. Und das haben wir gerade schon gelernt, das ist ein ganz einfacher Zylinder. Dann lege ich noch die Schatten fest, wo die ungefähr im Bild liegen. Und ihr seht schon, die sind auch ein bisschen ein Gestaltungselement. Also wenn der Schatten zu weit da rausginge, dann würde das ganze Bild nach rechts kippen. Also aufpassen, dass ihr euch immer innerhalb von diesem Rechteck jetzt bewegt, das ihr festgelegt habt. So, meine Zeichnung steht. Ich lasse jetzt dann beim Ausfüllen den Zeitraffer drüber laufen, weil das Video sonst zu lange dauern würde. Wenn die Umrisszeichnung dann soweit fertig ist, dass ihr zufrieden seid, dann könnt ihr natürlich jetzt diese ganzen Hilfslinien erstmal wegradieren, weil die brauchen wir dann nicht mehr. Und dann machen wir uns jetzt dran, das Ganze zu schattieren. Und wie gesagt, mit Kohle ist es ja Gott sei Dank, geht es sehr schnell.
Wenn wir jetzt die groben Grautöne ausgefüllt haben, legen wir noch die Schatten auf den Tisch. Wir haben jetzt die Zeichnung insgesamt eingefärbt und bevor wir jetzt die letzten Feinheiten rausarbeiten, ist es ganz gut, wenn man jetzt alles radiert, was man vielleicht so ein bisschen drüber gezeichnet hat, was nicht ganz so stimmt, und das mache ich jetzt. Und es muss nicht unbedingt genauso ausschauen wie auf dem Foto. Denkt immer dran, wie echt zu zeichnen heißt nicht, dass wir ein Foto machen wollen, sondern das soll so ausschauen, als ob es so sein könnte, aber es muss nicht unbedingt so sein. Und wenn ich das habe, kann ich nochmal die Linien ein bisschen verstärken. So diese Hauptlinien, das vielleicht nochmal ein bisschen alles nachziehen. Das muss nicht überall gleich sein, weil eine Zeichnung immer davon lebt, dass irgendwas ein bisschen unscharf ist, weil man dann nämlich so das Gefühl hat, als würde man beim Zuschauen, wenn man das Bild anschaut, als würde man sich bewegen. Deswegen sind auch, wenn die Linien hier immer so ein bisschen faserig oder ein bisschen wackelig sind, das macht überhaupt nichts aus, weil wenn ich auf ein Bild schaue, dann bewege ich ja ständig den Kopf und das heißt, ich sehe auch den Rand von der Vase nie immer gleich. Also es macht überhaupt nichts, wenn ihr da so ein bisschen tastende, ein bisschen krumme Striche habt. Beim Apfel, das haben wir bei der Zeichnung beim Apfel schon gelernt, ne, darauf achten, dass die Linienführung von diesen Strichen, die man am Apfel sieht, dass die korrekt ist. Dann natürlich auf der Dose auch diese Linien nochmal betonen. Die müssen nicht alle drauf sein, das kann man ruhig so ein bisschen unregelmäßig nur machen. Weil sobald eine Zeichnung zu perfekt ist, zu sehr ausschaut wie ein Foto, wirkt sie einfach nicht mehr lebendig. Ich bin fertig mit meinem Bild, bin soweit zufrieden, dass ich es ansprühen kann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir so ein Stillleben jetzt dann in Farbe malen. Bis bald, ich freue mich auf euch.